Fred ist tot. Fred Okello ist tot. Manchmal denke ich an ihn und ich frage mich, warum musste er sterben? Ich bin zwar in Berlin geboren, aber meine Mutter stammt aus Kenia. Also Kenia ist meine andere, zweite Heimat. Mein Vater traf Fred Okello das erste Mal in Kibera, einem riesigen Slum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Damals bewachte Fred im Januar 2008 eine Barrikade, die er mit anderen Bewohnern in Kibera errichtet hatte, um gegen den Betrug bei den Präsidentschaftswahlen 3 Wochen zuvor zu protestieren. Später erzählte mir mein Vater, wie klug und wie mutig Fred Okello war. Noch am selben Tag wurde mein Vater verhaftet. Er hatte nämlich mit dem Präsidentschaftskandidaten der Opposition Raila Odinga sympathisiert. Einigen hat es dann wohl nicht wirklich gefallen. Raila Odinga, er saß während der Herrschaft des Diktators Arap Moi ohne irgendein Gerichtsurteil im Gefängnis. Er gilt vielen als Nelson Mandela von Kenia. 2007 hatte die Oppositionsbewegung dann ihn zum Präsidentschaftskandidaten nominiert. Raila Odinga hatte die Wahlen im Dezember 2007 zwar gewonnen, aber die Eliten im Lande und einige westliche Verbündete Kenias sahen in ihm eine Bedrohung ihrer Interessen, also fälschten sie die Ergebnisse und kurz darauf verkündeten sie die Wiederwahl des bisherigen Präsidenten Kibaki. Bei den landesweiten Protesten gegen den Wahlbetrug starben ca. 2000 Menschen. Die Sicherheitskräfte gingen äußerst brutal gegen diese Protestierenden vor. Mitte Januar 2008 reiste mein Vater nach Kenia, um mit seinen eigenen Augen zu sehen, was dort geschah und um Freunde, darunter auch Odinga selbst, zu treffen. Doch als mein Vater einige Tage später nach Deutschland zurückfliegen wollte, wurde er am Flughafen von Nairobi vom kenianischen Geheimdienst festgenommen. Während er im Gefängnis saß, musste er immer wieder an Fred denken. Fred Okello, der diesen Mut hatte, sich der Regierung entgegenzustellen. Nach seiner Freilassung rief mein Vater Fred an. Nach und nach entstand eine Freundschaft. Sie schrieben sich regelmäßig und diskutierten die politischen Verhältnisse in Kenia. Wenn meine Eltern mit meiner Schwester und mit mir nach Kenia flogen, trafen wir Fred in Nairobi. Er war Mitte 30, hatte eine nette Frau und 3 Kinder. Doch dann wurde Fred krank. Wir versuchten unserem Freund zu helfen. Meine Eltern schickten ihm Geld für die Behandlung. Wir versprachen ihm, immer für ihn da zu sein. Aber Fred fragte nur, warum tust du das? Nicht einmal mein Bruder würde mir helfen. In Kenia sind die Behandlungskosten für die privaten Krankenhäuser für die meisten unerschwinglich. Und die angeblich kostenlosen staatlichen Krankenhäuser sind weder kostenlos noch Krankenhäuser. Und für die meisten in den Slums ist eine ernsthafte Erkrankung ein Todesurteil. Als wir im Sommer 2010 nach Kenia kamen, war Fred plötzlich verschwunden. Und zu einem verabredeten Treffen kam er auch nicht. Also suchten meine Eltern ihn. Schließlich stellte sich heraus, dass seine Eltern Fred ihn nach Hause geholt hatten, und zwar zum Sterben. Meine Eltern versuchten verzweifelt, das Leben unseres Freundes zu retten. Fred litt an Nierenversagen. Sie brachten ihn zurück nach Nairobi, organisierten eine sofortige Behandlung im Kenyatta Hospital und sie bezahlten die Medikamente und die Dialysepräparate. Wir besuchten Fred. Meine Mutter machte ein Foto von uns allen. Auf dem Bild lächelt Fred. 3 Tage später war Fred Okello tot. Fred ist aber nicht an seiner Krankheit gestorben, sondern er ist an Kenia gestorben. In Kenia herrschen einige wenige reiche Familien über das Leben von 40 Millionen Kenianern. Seit der Unabhängigkeit vor über 50 Jahren hat sich das Leben der Bevölkerung kaum verbessert.
Die Arbeitslosenrate liegt bei über 40% und mehr als die Hälfte der Kenianer lebt in tiefster Armut. Und die Regierenden schüren den Hass zwischen den Volksstämmen und nutzen alle Mittel, um die Bevölkerung zu manipulieren, nach dem Prinzip Teile und herrsche. Nur die Grundschulen sind mehr oder minder kostenlos. Aber zur höherer Bildung haben die Armen keinen Zugang. Sie sind nicht informiert, nicht gebildet. Sie verstehen das System nicht, in dem sie leben müssen. Ich bin sehr oft in Kenia. Ich habe viel gesehen und viel gehört. Aber ich frage mich immer, warum lassen die Kenianer all das mit sich machen? Warum stehen sie nicht einfach auf und sagen Nein? Und ich frage mich, warum tut der Westen nichts? Warum sehen wir zu? Warum helfen wir den Eliten im Lande, ihre Macht zu erhalten? Und warum kümmern wir uns nur um ein paar Brunnen hier und ein paar Krankenhäuser und Kindergärten da, aber nicht um das große Ganze? Ich bin der Meinung, dass sich das Leben in Kenia nur verändern wird, wenn man das ganze System ändert. Wenn der Reichtum des Landes gerecht verteilt wird. Wenn nicht wenige fast alles und viele fast nichts besitzen, sondern jeder Zugang zu einer guten Gesundheitsvorsorge und auch zu politischen Entscheidungsgremien hat. Doch einige Länder in Lateinamerika wie Bolivien und Venezuela haben das erreicht. Und der Westen sollte endlich aufhören, Afrika nur als Absatzmarkt und Einflusszone zu sehen, sondern als fairen und gleichen Partner. Fred Okello ist nun schon 5 Jahre tot. Im Jahre 2030 werde ich 30 sein. Ich hoffe, ich kann dann später sagen, Fred Okello ist nicht umsonst gestorben. Dankeschön.